Hi, irgendwie als Nachtrag zu meiner Werkstatttour möchte ich heute doch erzählen, wie und warum ich meine Werkzeuge ausgewählt habe und ob sie nach 5 Jahren immer noch so sinnig sind, wie ich dachte. Willkommen bei Toolsinnig. Das Video ist in keinster Weise gesponsert und gibt nur meine persönlichen Ansätze und Erfahrungen wieder. Hier nun meine Gedanken zu Sägen. Die Kappsäge habe ich mir vor ein paar Jahren angeschafft, weil ich einige Projekte hatte, für die ich viele Ablenkschnitte machen musste. Ich habe den Eingangsbereich mit Dach neu gemacht, eine Art Außenküche gebaut und so Zeugs. Damals habe ich mich für eine Maschine im unteren Mittelsegment entschieden, würde ich mal sagen, da ich dachte, ich könnte sie auch für präzisere Arbeiten wie Gärungsschnitte einsetzen. Das hat nicht übermäßig gut geklappt und leider habe ich auch heute noch Schwierigkeiten, sie so einzustellen, dass ich ohne große Vorarbeit ein etwas zu langes Brett einfach rechtwinklig kürzen kann. Bei Latten und Leisten geht's. Kann sein, dass ich mich blöd anstelle, aber ich habe normalerweise keine zwei linken Hände und alles Daumen. Eine Kreissäge hatte ich im Prinzip. Die ist aber sicher 30, 40 Jahre alt und hat schon mehr als eine Baustelle überlebt. Und das nicht ohne Wunden. Anstatt die aber quasi sofort zu ersetzen, habe ich erst ein paar mehr als fragwürdige Schnitte damit gemacht und mir dann eine günstige Handkreissäge mit Führungsschienen angeschafft. Die hat ziemlich schnell auch einen großen Teil der Aufgaben übernommen, für die ich vorher die Kappsäge angeworfen habe. Bei kleineren Schnitten fühlte sich die Handkreissäge aber wirklich nicht mehr sicher an und ich beschloss, eine Tischkreissäge zu kaufen. Warum gerade diese? Mir hat die Schnitthöhe gefallen, die Kompaktheit, das geringe Gewicht und die Einstellmöglichkeiten. Letztendlich haben mich dann aber die zahlreichen recht positiven Berichte über das Gerät und eine Preisaktion überzeugt, in der ich dann für unter 180 € zugeschlagen habe. Mein Sägefazit daher: Kappsäge, tolles Werkzeug, wenn man sie fixiert und sauber eingestellt in einer Station unterbringen kann. Wenn nicht, würde ich heute zuerst in eine etwas bessere Tauchsäge mit Führungsschienen investieren. Viel höhere Flexibilität bei wesentlich kleinerem Platzbedarf. Die Tischkreissäge auf jeden Fall wieder. Das spezielle Modell ist ein Schnapper, wenn man sich ein bisschen damit befasst. Ansonsten soll sich natürlich jeder selbst ein Bild darüber machen, welche Marke und welches Modell passen könnte. Im Maschinenpark mit Ambitionen ist eine Tischkreissäge für mich jetzt aber nicht mehr wegzudenken. Eine Stichsäge braucht man wahrscheinlich auch, aber wir sind einfach keine Freunde. Ich denke aber auch hier gilt, wenn man sich mit dem Werkzeug befasst und sich ein paar Helfer dafür baut, kann sie in Kombination mit einer Handkreissäge sehr, sehr viele Jobs erledigen. So oder so, ich würde sagen, man braucht eine. Kapitel 2: Bohren. Ein Akkuschrauber ist für mich ein Must-have und zwar das allererste. Ich denke, das brauche ich nicht weiter auszuführen, dem Großteil von euch dürfte es genauso gehen. Den kleinen hier habe ich in einer Zeit gekauft, in der ich viel an Motorrädern gebastelt habe. Restaurationen, Umbauten und so weiter. Ich wollte also einen, der nicht so riesig und damit häufiger einsetzbar ist. Den Kauf bereue ich bis heute, trotz nur 12 Volt, nicht. Beide Akkus sind noch ausreichend fit und schnell geladen. Wenn ich mal an die Kraftgrenze stoße, habe ich eine wirklich gute, aber noch leicht handhabbare Schlagbohrmaschine, allerdings kabelgebunden. Zum Thema Akkus, Kabel komme ich später noch mal kurz gesondert zu sprechen. Was mich aber schon immer gestört hat, war, dass es für mich immer sehr aufwendig war, wirklich senkrechte Löcher zu bohren. Wenn man das Tag ein, Tag aus macht, dann macht die Übung die Löcher gerade. Aber so als Feierabendwerker war das mehr als eine Schlacht, die ich verloren hatte. Ich hatte zwar einen alten Bohrständer, aber die Zwinge hat weder für den Akkuschrauber noch für die Bohrmaschine gepasst. Durch Gefummel mit Blechen habe ich die zwar irgendwie fest, aber noch lange nicht gerade bekommen. Es ging immer irgendwie, nur halt nicht schön. Die Ständerbohrmaschine habe ich zuerst ein bisschen als Luxusanschaffung gesehen, da ich sie nicht unbedingt gebraucht habe. Seit ich sie habe, verwende ich sie aber wann immer es geht, auch wenn es gar nicht so drauf ankommt, ob das Loch nun 100%ig senkrecht ist. Für mich ein klarer Fall von beinahe notwendig und so viel entspannteres Arbeiten, daher eine Empfehlung. Also in Sachen Bohren würde ich wieder dazu tendieren, den Werkzeugpark breiter und eher etwas hochwertiger aufzustellen. Bei mir ist das alles im Lauf von vielleicht 4, 5 Jahren angeschafft worden, nicht alles auf einmal. Also über die Zeit gerechnet hatte ich schon teurere Hobbys. Kapitel 3: Schleifen. Ich hatte 2 rechteckige Extenderschleifer sozusagen geerbt. Trotz ihrer Macken waren die jahrelang im Einsatz. Bei einem hatte der Teller einen Schaden und hinterließ ab und zu Spuren auf dem Werkstück, beim anderen war die Spannkralle halb kaputt und das Schleifpapier verrutschte dauernd. Also alles gerade noch so einsetzbar. Da ich mittlerweile aber wesentlich mehr schleife, wurden die beiden vor ein paar Monaten gegen einen Tellerschleifer ausgetauscht.
Im Vergleich zu vorher macht Schleifen jetzt fast schon Spaß, was auch zeigt, wie tief meine Latte da hängt. Also ihr wisst, wie ich das meine, oder? Ein Schleifer, daher für mich auch ein Must-Have. Welcher? Keine Ahnung. Bosch Grün tut's für mich aktuell, aber wie gesagt, meine vorigen zu toppen ist auch nicht schwer, das hat ein Schleifklotz auch geschafft. Kapitel 4: Fräse. Braucht man eine? Ja. Ich habe zwar eine etwas größere Oberfräse, nutze die aber aktuell so gut wie nicht mehr. Eine Handfräse und der einfache Frästisch reichen mir für 80% aller Aufgaben. Weitere 10% mache ich vielleicht irgendwie, obwohl sich's nicht hundertprozentig richtig anfühlt, und die restlichen 10% lasse ich bleiben. Kapitel 5: Kabel oder Akku und Strom allgemein. Trotz tollen Videos wie dem von Dani, der sich wirklich ausführlich und in der Tiefe mit Akkusystemen und Kompatibilitäten beschäftigt hat, drehe ich mich jedes Mal im Kreis, wenn ich über die Anschaffung eines Akkugerätes nachdenke. Ich habe noch eine Art Garage außerhalb des Grundstücks, die keinen Stromanschluss hat, aber in der auch hin und wieder mal was gemacht werden muss. Gegenüber ist ein Stromverteilerkasten und auf Anfrage, wie viel das wohl kosten würde, das Gebäude sozusagen elektrisch zu erschließen, bekam ich einen Kostenvoranschlag von über 10.000 Euro. Also erstmal weiterhin kein fester Strom dort. Für den Notfall hatte ich dort einen Zweitaktgenerator, der aber mehr gestunken als Strom produziert hat. Und so haben wir uns im Frühjahr eine Powerstation mit Solarlademodul angeschafft. Heißt, ich brauche nicht zwingend einen Akku im Gerät, um all meine Maschinen mobil betreiben zu können. Es gibt ein paar, da nervt das Kabel im Einsatz hin und wieder, aber da ist auch bei fast allen eine Absaugung dran. Und so ist der Akkuschrauber aktuell tatsächlich mein einziges kabelloses Werkzeug. Also Akku oder Kabel muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich mag es weder X-Ladegeräte rumhängen zu haben, noch mich quasi an eine Marke oder Markengruppe zu binden, weil ich viel mit wenigen Akkus betreiben möchte. Appendix. Neben den strombetriebenen Werkzeugen gibt es im Bereich Messen und Anzeichnen und für feinere Säge- und Ausputzarbeiten noch einiges, das man haben sollte. Ein paar Stemmeisen in verschiedenen Größen, Handsägen, Hämmer, Feilen, je nachdem, was dir da liegt und mit was du zu einem Ergebnis kommst, mit dem du hinterher zufrieden bist. Unverzichtbar sind aber meiner Meinung nach gute Klemmen. Die beiden hier habe ich primär wegen der Verstellbarkeit des Griffs gekauft, um in meiner Mini-Werkstatt zusätzliche Arbeitsflächen stabil und sicher fixieren zu können. Ich kannte die Marke vorher nicht und musste ob des Preises schon ein bisschen schlucken. Ich hatte ja auch nur das übliche Baumarktsortiment im Kopf. Den Kauf habe ich allerdings nicht bereut. Das sind für mich die besten Zwingen, die ich je in der Hand gehabt habe. Wie gesagt, keine Werbung, ganz ehrliche Begeisterung. Also 2 oder 4 wirklich gute Zwingen sind eine enorme Bereicherung. Der Rest von meinen ist auch No-Name oder sehr alt und tut seinen Zweck im Moment noch. Ich hoffe, ich kann im nächsten Video schon wieder etwas werkeln. Im Moment ist das leider noch nicht möglich und sinnig wäre es auch nicht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Ich habe zwar eine etwas größere Oberfräse. Ich habe zwar eine etwas größere Oberfräse. Ich habe zwar eine etwas größere Oberfräse, nutze. Jetzt ist rum.